Moin, herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Heute wieder zu einem Lokomotiv-Review. Und zwar geht es um dieses Schätzchen hier, die Class 77 aus dem aktuellen Märklin-Programm. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ihr seht schon, die Artikelnummer ist die 39065. Eine Lokomotive der Firma Crossrail aus der Epoche 6. Und der Karton, einfach der Vollständigkeit halber, es ist ein typischer Märklin-Karton mit also einmal Pappe außenrum, dann einem Lokomotiven-Blister. Hier bei mir natürlich die leer, die Lokomotive steht ja da. Und die einzige Besonderheit hier sind, dass diesmal zwei kleine Tütchen mit Anbauteilen hier dabei sind. Ansonsten die Verpackung, die man von Märklin kennt, optimiert auf den Versand und hier mit einer kleinen schönen Besonderheit wie immer, dass alle Materialien wie zum Beispiel die Anleitung und so in so einem kleinen Blister hier extra gelagert sind. Das gefällt mir immer richtig gut. Was haben wir dabei? Wir haben einerseits die normale Anleitung von Märklin hier für dieses Modell. Die ist wie immer relativ kurz gehalten. Primär geht es hier um verschiedene Sprachen. Das heißt, wir haben hier mindestens 8 verschiedene Sprachversionen. Für uns wichtig sind eigentlich nur die Versionen oder die Seiten 4 und 5. Hier befinden sich nämlich einerseits die ganzen Funktionen, 28 Stück. Das schauen wir uns auf der Anlage nachher nochmal genauer an. Und es gibt dann weiter hinten ab der Seite 22 ist das, glaube ich, genau, gibt es dann nochmal ganz detailliert gezeigt, zum Beispiel, wie man die Anbauteile anbaut, wie man den integrierten Rauchgenerator befüllt. Richtig gehört, die Lok hat einen integrierten dynamischen Rauchausstoß. Und dann geht es weiter, wie man die Haftreifen wechselt, wie man den Schleifer wechselt, wie man die Kupplung wechselt, wobei dafür braucht man eigentlich keine Anleitung. Und dann aber auch in die Details, wie man die Lokomotive öffnet und danach sogar die Explosionszeichnung. Typisch bei Märklin, man kann quasi jedes Teil der Lokomotive als Ersatzteil nachbestellen. Das ist also wie immer hervorragend. Wir haben dann das Thema Spielewelt. Und jetzt seht ihr, hier steht Class 66. Ist ja eigentlich eine Class 77. Ja, was denn nun? Komme ich gleich zu. Unterscheidet sich gar nicht so groß. Wenn ihr wissen wollt, Spielewelt, was ist das, wie funktioniert das, macht es Spaß, ja oder nein, habe ich ein Video für euch verlinkt, habe ich auch vor kurzem mal ein Video zu gemacht. Und als drittes haben wir die Märklin Garantiekarte mit der Kaufquittung zusammen dann als Garantie oder für eine Garantie beim Hersteller zu verwenden. Das packen wir alles mal wieder zusammen und schauen uns jetzt mal die ersten Details der Lokomotive mal an. Wenn man die nämlich auspackt, denkt man erstmal, die ist richtig, richtig schwer. Also die Lokomotive wiegt 640 bzw. 641 Gramm, habe ich für euch ausgewogen. Das ist, um es ins Verhältnis zu setzen, sehr, sehr viel. Also die ganz, ganz kleinen Anfängerlokomotiven, quasi wie die BR89 zum Beispiel, wiegen ungefähr 170 Gramm, nur um mal ein Verhältnis zu bieten. Und vergleichbare sechsachsige Diesellokomotiven bei Märklin habe ich zum Beispiel meine MY aus dem Jahr 2019, 2020. Die wiegt um die 540 Gramm. Das heißt, hier sind nochmal 100 Gramm tatsächlich an Material mehr verbaut. Die Lokomotive ist ein bisschen größer, aber das macht eigentlich normalerweise nicht so den Unterschied bei den Loks. Und so sieht die dann aus. Also der erste Eindruck ist tatsächlich mal neben dem Gewicht, dass die Lokomotive komplett aus Metall ist. Das erwarten wir inzwischen ja bei Märklin auch fast. Dass sie aber extrem detailliert ist, gerade im Bereich der Lokenden hier steckt da richtig viel an kleinen Details drin, die man so entdecken kann. Das ist schon echt beeindruckend. Und auch hier unten der Bereich vom Tank und von den Drehgestellen, der gefällt mir richtig gut. Und was dann auffällt, ist hier dieses riesige Loch in der Oberseite dort. Das ist quasi für den Dampfgenerator der Auspuff. Der ist im Original der Lok aber auch so groß.
Und bevor wir jetzt in die Details des Modells wirklich einsteigen, schauen wir uns mal ein bisschen das Thema Original der Lokomotive an. Man kann jetzt gar nicht wirklich über eine Historie sprechen, denn konkret diese 6310 der Crossrail, wie sie hier jetzt dargestellt ist im Modell, wurde ausgeliefert 2008 von der Firma AMD, dem Hersteller, und ist ab 2011 bei der Firma Crossrail eingesetzt worden und läuft auch bis heute. Hatte 2014 einmal einen kleinen Unfall am 4. Januar mit dem Pkw, war aber am 5. Januar schon wieder unterwegs. Also insofern war da kein wirklicher Schaden. Man kann aber auch nicht von der Historie sprechen, weil es sich ja um ein aktuelles Modell handelt. Allerdings hat die Baureihe eine ganz interessante Historie und auch einige interessante technische Details, auf die ich jetzt mit euch mal eingehen möchte. Grundsätzlich habe ich ja eben schon gesagt, Class 77, Class 77, so ist diese Variante hier benannt. Ihr kennt aber vielleicht zum Beispiel auch eine Class 66. Die sieht optisch mehr oder weniger genauso aus. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Und das ist auch quasi dieselbe Lokomotive. Die stammen beide von der Firma EMD, Electromotive Division, heißt die im Original. Und das ist eine Tochterfirma der General Motors und die gibt es schon ziemlich lange. Die hat zum Beispiel schon diese legendäre EMD F7, diese, wenn ihr mal so die sehen würdet, typische amerikanische Diesellokomotive damals entworfen in den 30er Jahren. Und hat zum Beispiel auch die Rundnasen, die No-Hubs gebaut bzw. entworfen und dann in Lizenz fertigen lassen in Schweden. Das ist also eine sehr traditionsreiche Lokomotivfabrik, gerade für Diesellokomotiven. Und diese Firma EMD hat eine Lokomotive auf den Markt gebracht, die nannte sich JT42CWR. Das ist die Class 66. Kann man sich leichter merken. Und dann gab es eine Lokomotive JT42CWRM Modified. Das ist die Class 77 in Kontinentaleuropa. Die sieht dann so aus. Unterscheidet sich optisch in erster Linie von der Class 66 eigentlich nur an diesen beiden kleinen Kästen hier. Jeweils auf den Führerständen bzw. Fahrständen drauf, diese kleinen Kästchen dort oben. Das sind Klimaanlagen, die hier hinzugefügt wurden. Und diese Klimaanlagen sorgen dann übrigens auch dafür, dass die Lokomotive nicht mehr in das britische Lichtraumprofil reinpasst, sondern wirklich nur in Kontinentaleuropa eingesetzt werden kann. Die originale Class 66 war ursprünglich ein Modell aus Großbritannien. Die stellte nämlich eine Nachfolgelokomotive für die sogenannte Class 59 dar. Also 59, 66, 77, habt ihr jetzt schon 3 tolle Zahlen, die man hier gehört hat, von Lokomotiven, die mehr oder weniger alle gleich aussahen. Die Class 59 war eine Lokomotive aus den 80er Jahren, die geordert wurde von der EWS, England, Wales and Scottish Railways, EWS, gehört heute zu DB Schenker oder DB Cargo UK. Ist also heute Teil der Deutschen Bahn quasi, war damals ein eigenständiges Unternehmen. Und dieses Unternehmen brauchte schwere Güterzuglokomotiven, um Züge beladen mit Gestein in England ziehen zu können, beziehungsweise in Schottland ziehen zu können. Und da hat man dann Lokomotiven geordert bei der Firma EMD, und zwar 15 Stück, relativ genau nach den Vorgaben dort. Und ja, das war so eine ganz klassische britische Lokomotive eigentlich dann von der Optik her. Das heißt also, man hat so eine relativ abgerundete Front hier oben. Das ist das da, diese Rundung. Und zwar liegt das daran, dieses Lichtraumprofil. Das heißt, wie viel Platz ist eigentlich um eine Lokomotive oder um einen Wagen rum in Großbritannien anders gestaltet ist als in Kontinentaleuropa. Und zwar ist das hier oben deutlich enger, läuft früher zusammen. Die in Kontinentaleuropa haben eher so eine gerade Form und in England haben sie eher so eine Form tatsächlich oben. Und das heißt, diese Ecke, diese Kante, die man hier mehr hat, auch in der Höhe sind das 30 cm, die hat man eben in England nicht. Deswegen ist die Class 66 auch im Verhältnis zu Lokomotiven, die eben für Kontinentaleuropa entwickelt wurden, wirkt sie in der Frontansicht zumindest ein ganz bisschen zierlicher, weil sie diese verringerte Rundung hat.
Bevor jetzt jemand sagt, oh, die Engländer wieder, die haben wieder alles anders gemacht. Nein, die Engländer waren die Ersten mit der Eisenbahn. Das heißt, wir in Kontinentaleuropa haben es einfach mal anders gemacht. Und die Engländer haben das Original beibehalten, weil sie ja schon die ganzen Tunnel und so gebaut haben. So, dieses Lichtraumprofil, auch 200 Jahre später, ist halt immer noch bestimmt. Und diese Firma in England, die hat in Summe 15 Stück wurden produziert von der Class 59. 15. Und davon sind noch nicht mal alle an diese EWS gegangen. Die hatten, glaube ich, nur 5. Wiederum 10 Jahre später sollte dann eine Nachfolge von dieser Class 59 kommen, und zwar die Class 66 wurde sie dann genannt. Das ist diese Lokomotive hier geworden. Und davon wurden jetzt inzwischen über 600 gebaut. Und die große Frage, wie kann das eigentlich sein? Der Vorgänger 15 Mal, der Nachfolger über 600 Mal. Da muss sich ja irgendwas verändert haben. Und das hat es auch. Es hat sich nämlich der europäische Eisenbahnmarkt komplett gewandelt, als diese Lokomotive verfügbar war, dieses Variante, dieses Modell. Es gab nämlich die Liberalisierung der Eisenbahn in Europa. Das heißt, vorher waren insbesondere in Kontinentaleuropa die Staatsbahnen bestimmt. Das heißt, eine dänische Staatsbahn, die deutsche Bundesbahn, die französische Staatsbahn, die belgische Staatsbahn, you name it. Dann wurde auf europäischer Ebene entschieden, Privatisierung ist cool, Privatisierung ist super, Privatisierung bringt viel und dementsprechend sollte eben auch die Schiene in Europa sich öffnen für die freie Marktwirtschaft. Und es wurde angedacht, eine Trennung vorzunehmen zwischen den tatsächlichen Schienen und dem Betrieb auf den Schienen. Und dann wiederum weitere Unterscheidungen zwischen quasi dem Betrieb des Rollmaterials und dann eben auch der Unternehmung, was zu transportieren und so weiter. Aber im Detail würde das zu weit führen. Der Markt hat sich aber geöffnet eben für Privatunternehmen. Das war in Kontinentaleuropa damals eine Besonderheit. In Großbritannien war es eher die Regel, denn in Großbritannien ist das Modell komplett anders gedanklich. Das heißt, also dieses Gedankenmodell, was damals in Kontinentaleuropa und auch heute noch viele im Kopf haben, dass quasi so eine Staatsbahn oder der Staat irgendwie die Eisenbahn bestimmt, das war in Großbritannien komplett anders. Da war das exakt andersrum, da war das eher die Ausnahme. Also das Thema British Rail, was es gab, das waren ungefähr 30 Jahre in der Geschichte von über 200 Jahren Eisenbahn, in denen in Großbritannien eigentlich eine Staatsbahn überhaupt bestand. Und jetzt bei uns ist es ja eigentlich mehr oder weniger andersrum in Deutschland, dass wir jetzt sagen, es gibt seit 30 Jahren diesen liberalisierten Markt und vorher gab es 170 Jahre lang mehr oder weniger staatliche Eisenbahnen. Ob das jetzt Länderbahnen waren oder eine Reichsbahn oder eine Bundesbahn. Unter diesem Gedanken hat man jetzt also relativ viele kleine Unternehmen, die relativ wenige Lokomotiven haben. Und was braucht man dann, wenn man so ein kleines Transportunternehmen ist, aber man schwere Züge betreiben will? Man braucht erstmal eine Lokomotive, die quasi alles kann. Das ist ein ganz großer Unterschied zu den staatlichen Eisenbahnunternehmen, die gesagt haben, naja, wir haben für die Strecke zum Beispiel aufgrund der Elektrifizierung eine super tolle Elektrolok. Für das Rangieren im Hafen, wo vielleicht die schwere Last ankommt, habe ich eine Diesellokomotive. Die hängt dann die Wagen eben an die Elektrolok. Die fährt quasi bis zum Kunden mit dem großen Zug und einen Kilometer vorher, wo auch immer die Oberleitung endet, bevor man zum Werk des Kunden fährt, wird dann wieder auf Dieseltraktion umgehängt. Und ja, so funktionierte das ja vorher quasi mit den Staatsbahnen. Jetzt haben wir ein kleines Unternehmen. Nehmen wir mal an, die Crossrail hätte jetzt nur eine Lokomotive. Die braucht ja eine Lok, die sowohl im Hafen ohne Oberleitung rangieren kann mit dem schweren Zug, die dann aber auch die gesamte Strecke fahren kann, die dann aber auch eben beim Endkunden beim Abladen, zum Abladen rangieren kann, vielleicht wieder ohne Oberleitung. Logisch, man braucht eine Diesellokomotive, denn die kann das alles. Was muss die noch für Kriterien aufweisen, diese Diesellokomotive? Sie muss also das alles können vom Fahren her. Sie muss viel ziehen können, kann sie. Die Geschwindigkeit muss für die Strecke passen. Die Lokomotive hier fährt maximal 120, mit dem Zug natürlich weniger, passt aber auch. Mehr braucht eine Güterzuglokomotive nicht. Und dann muss sie noch relativ wartungsarm bzw. in der Wartung einfach sein. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar fast der wichtigste.
Denn wenn ihr nur wenige Lokomotiven habt, wollt ihr eigentlich, dass diese Lokomotiven mehr oder weniger immer auf der Strecke sind und relativ wenig in der Wartung. Und ihr wollt auch, dass diese Lokomotiven durch fast jede Werkstatt in Anführungszeichen zu warten sind und nicht nur an speziellen Standorten, wo man ganz, ganz spezielles Material hat. Das heißt also, auch die Wartung muss vergleichsweise einfach zu handhaben sein. Wenn man das alles mal als Package zusammennimmt, muss man gewisse Kompromisse eingehen. Und gewisse Kompromisse bedeutet in dem Fall dann eben zum Beispiel, ich habe kein absolutes Hightech-Modell, ich habe vielleicht nicht die höchste Effizienzstufe, die ich aus einem Motor rausholen kann, alle diese Dinge. Und das muss man beim Original bei dieser Lok tatsächlich in Kauf nehmen. Wie ist die im Original technisch aufgebaut? Wir haben eine sechsachsige Lokomotive, das könnt ihr hier wunderbar sehen, und es ist eine dieselelektrische Lokomotive. Das heißt, wir haben einen Dieselmotor, der wiederum hat dann einen Generator, der Strom erzeugt und dann an 6 einzelne Elektromotoren an den Achsen jeweils diesen Strom weitergibt und die erzeugen dann eben den Vortrieb. Die Elektromotoren, das wird jetzt alle Märklinisten freuen, die sind auch bekannt unter dem Namen Allstrommotoren. Das ist ein sehr, sehr einfaches Elektromotorprinzip, was sich jetzt nicht durch immense Effizienz auszeichnet oder durch immense technische Höchstleistung. Das gibt es also schon sehr, sehr, sehr lange. Aber es ist einfach in der Wartung, es gibt ganz, ganz wenig bewegliche Teile und es ist eben auch sehr bewährt. Weiterer Vorteil ist gerade bei schweren Güterzügen, dass diese Reihenschluss-Elektromotoren bzw. die Allstrommotoren ein extrem hohes Anfahrdrehmoment haben. Das heißt also, die Drehmomentkurve bei einem Allstrommotor ist am Anfang extrem hoch, sinkt dann mit zunehmender Drehzahl wirklich richtig rapide ab. Das ist ein Unterschied zu anderen Motoren, die wir hier auch schon bei Lokomotiven besprochen haben, zum Beispiel bei der DSB ME, die hier neulich im Review war, wo ich eben sogenannte Brushless-Motoren in den 80ern schon verbaut habe, die in der Leistungskurve eigentlich eher hochgehen mit zunehmender Drehzahl. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ist also eine sehr klassische Elektromotortechnik hier verbaut. Nichts, was irgendwie besonders wäre, außer eben in der Tatsache, dass es doch sehr klassisch ist. Dazu kommt ein gesamter Lokkasten, der auch sehr, sehr klassisch aufgebaut ist. Wir haben diese riesigen Drehgestelle, die wir im Detail gleich nochmal anschauen, wie sie auch hier dargestellt werden. Aber das ist auch so ein ganz klassisches Ding. Das sind wirklich so riesige gegossene Drehgestelle. Die ganze Lokomotive wirkt relativ brachial technisch. Das macht sie schon wirklich in dem Sinne schon wieder herausragend. Da ist also wenig Design dran und viel einfach nur Industrie, quasi Form follows Function. Neben diesen Elektromotoren gibt es dann noch einen Dieselmotor. Der Dieselmotor in dieser Lokomotive ist ein sogenannter EMD 710. Das ist der Nachfolger vom EMD 645. Der EMD 645 ist so der absolute Klassiker der amerikanischen Dieseltraktion. Der ist verbaut in diesen ganzen eckigen Diesellokomotiven, die ihr kennt aus den Filmen, die in den USA immer rumfahren. Und der ist verfügbar in ganz, ganz vielen Varianten, von eigentlich einem V8 bis zum V20. Es handelt sich in jedem Fall um einen Zweitakt-Diesel. Zweitakt-Diesel zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem wenig bewegliche Teile haben, dass sie einfach konstruiert sind, dass sie sehr langlebig sind und wenig Wartung brauchen. Das sind die ganzen Vorteile der Zweitakt-Diesel. Die Nachteile der Zweitakt-Diesel sind auch relativ einfach. Und zwar sind sie ineffizient, was den Treibstoffverbrauch angeht, und sind extrem in ihrem Schadstoffausstoß. Und das sind zwei Gründe, warum die sich zum Beispiel im Bereich der PKWs überhaupt nicht durchgesetzt haben, sondern da eben hochwertige Viertakt-Diesel zum Beispiel mit einer Common Rail Dieseleinspritzung eigentlich so der Standard sind. Das gibt es übrigens auch für Lokomotiven. Also wir sprechen mal von dem Zeitraum her. Wir haben also hier Elektromotoren, die eigentlich seit den 80er Jahren im Regelfall in Elektroloks nicht mehr zum Einsatz kommen. Wir haben ein Dieselmotorkonzept, was eigentlich auch seit den 80er Jahren nicht mehr zum Einsatz kommt in solchen Lokomotiven, sondern da sprechen wir jetzt zum Beispiel ja von sowas wie diesen neueren MTU-Dieseln mit einer entsprechenden Common Rail-Einspritzung oder sowas. Die sind von der Leistungskurve her eigentlich auch super, ja, und sind auch
von der Effizienz eben deutlich höher und vor allem deutlich schadstoffärmer. Aber diese klassische EMD-Serie 645, später 710 als Nachfolger, ist in unglaublich vielen Lokomotiven verbaut. Also sowohl die DSB MZ-Serie, die ich euch hier gezeigt habe, als auch die DSB ME-Serie haben unterschiedliche Varianten der 645er EMD-Motoren verbaut. Hier in der Class 66 bzw. 77 sind zwei unterschiedliche Varianten der EMD 710 Dieselmaschine verbaut, auch beides Zweitakter. Die 710 kommt daher, dass der Hub der einzelnen Zylinder beträgt vom Volumen her 710 Kubik-Inch im amerikanischen. Das ist umgerechnet, sind das ungefähr 11,6 Liter. Aber da kommt diese 710 her. Das ist quasi sozusagen die Literangabe des Motors, deswegen EMD 710. Ansonsten lässt sich über den Motor nicht viel sagen, außer dass er eben sehr wartungsarm ist und eine quasi sehr miese Schadstoffbilanz hat. Aber dadurch, dass er so wartungsarm ist, kommt er eben den Betreibern dieser Lokomotiven entgegen. Ich hatte es schon mal erwähnt, es gibt über 600 davon. Deswegen kennt ihr die auch und deswegen habt ihr die auch überall schon mal gesehen. Und deswegen ist das eigentlich auch eine Lokomotive, die aktuell für quasi jeden was ist. Es ist eben so ein klassisches Arbeitspferd. Also da steckt, ich habe es jetzt ja gesagt, technisch nicht viel im Original drin, sondern es ist sehr rudimentär. Und dieses Rudimentäre hat dazu geführt, dass die Class 66 ab 2009 in der EU nicht mehr zugelassen werden durfte, aufgrund ihrer miesen Schadstoffbilanz. Die hat also diese Schadstoffkriterien nicht mehr erfüllt. Durfte dann eben noch übergangsweise ein paar Jahre quasi mit so einer Sondergenehmigung weiter zugelassen werden. Es musste aber ein Nachfolger her. Dieser Nachfolger ist dann aufgesplittet worden in zwei Varianten. Und jetzt kommen wir mal zu der Class 77. Das ist nämlich die kontinentaleuropäische Variante gewesen. Das heißt, da wurden die Lokomotiven von EMD in Kanada gebaut, direkt mit dem Schiff in die Niederlande und dort eben umgebaut für Kontinentaleuropa, ergänzt mit den beiden Klimaanlagenkästen. Die Abgasanlage hat sich verändert, der Motor wurde in eine neue Version quasi eingebaut, die ein bisschen schadstoffärmer ist. Und das hat dann zu weiteren Veränderungen geführt, die in Summe ungefähr 5 Tonnen Mehrgewicht erzeugten bei dieser Lokomotivvariante. Deswegen wurde der Tank ein bisschen kleiner gestaltet, um da ein bisschen Gewicht zu sparen. Aber am Ende war es so, dass man einfach dieses Mehrgewicht in Kauf nehmen musste. Damit liegt die bei ungefähr 130 Tonnen jetzt tatsächlich und hat als hauptoptischen Unterschied neben den beiden Klimaanlagenkästen, seht ihr hier eine dritte Tür, denn der Gang ist hier nicht durchgehend. Hier befindet sich nämlich auf beiden Seiten ein Lüfter, sodass man da gar nicht durchkommen kann. Und das ist eine Veränderung, die man optisch gegenüber der Class 66 sehen kann. Ansonsten ist es nicht so, dass die Class 77 irgendwie größer, schneller, weiter ist. Es ist einfach nur eine schadstoffreduzierte Variante der Class 66, die auf Kontinentaleuropa von vornherein optimiert wurde. Die Schwesterbaureihe in England heißt 66-9. Das konkrete Modell hier ist noch unterwegs. Es gibt Fotos bis 2019, das letzte, was ich gefunden habe. Da sieht die quasi exakt so aus. Und wie genau das ist, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Es gibt einige Dinge, die ich hier mit euch betrachten möchte. Sachen, die mir richtig gut gefallen und ein paar Sachen, wo ich denke, da könnte Märklin einfach noch einen drauflegen. Das passt nicht zu dem Standard, den das Modell eigentlich verkörpert. Wir starten gemeinsam einfach mal beim Fahrstand 1 auf dieser Seite hier und schauen uns da ein paar Details an. Was ihr hier sehen könnt, ist, dass wir ein extrem detailliertes Modell haben. Und jetzt schaut euch auch mal hier die Detaillierung wirklich der Lokomotivfront an. Ich finde, das ist schon wirklich beeindruckend. Insbesondere, wenn ihr mal zwischen die beiden Lichter schaut, jeweils seht ihr diese kleinen Dreiecke dort. Diese Warnhinweise, die sind wirklich super klein und das Ganze ist sehr, sehr schön detailliert. Inklusive der getrennten Lichter, der Steckdosen, die notwendig sind hier, der Griffstangen
Auch die Art, wie die Fenster hier dargestellt wird mit den Rahmen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Der Blick ins Cockpit, den werden wir auf der Anlage natürlich noch viel, viel besser haben, wenn das Ganze dann eben innen drin beleuchtet ist. Was man hier sehen kann, ist, es gibt eben ein Cockpit und das ist so mittelmäßig detailliert. Das heißt also, das ist schon so ein bisschen ausgestaltet. So viel kann man hier von außen jetzt dazu sagen. Eine Sache, die mir jetzt an der Lokomotivfront hier weniger gut gefällt, ist das hier. Das heißt also, dieses Gitter, was so ein bisschen nach so einem Lüftergitter aussieht. Wenn ihr euch da Originalbilder anschaut, werdet ihr feststellen, dass da oben eben kein Lüftergitter ist, sondern dass das die Abdeckung über den verschiedenen Hörnern ist, also wo die Signaltöne abgegeben werden. Und das hätte man hier irgendwie noch schöner darstellen können. Die Klimaanlage hier oben ist auch okay vom Detaillierungsgrad, allerdings nicht auf dem gleichen Niveau wie jetzt hier die Lokfront tatsächlich. Wenn wir jetzt hier mal die Seite vom Fahrstand 1 anschauen, was mir wieder sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist die Druckqualität. Die ist extrem hochwertig bei meinem Modell hier, wirklich extrem hochwertig. Was jetzt so wieder so ein kleiner Abfall ist, ist die Umsetzung der Tür hier. Obwohl ich hier angesetzte Griffstangen habe, die mir richtig gut gefallen und hier unten diese schöne Metallstufe nochmal, ist mir irgendwie die Detaillierung der Tür selber, ich finde die ein bisschen schwach. Was dem gegenübersteht, ist darunter dann diese wunderbare Nachbildung des Drehgestells. Und jetzt denken einige von euch, wieso? Das sieht ja relativ langweilig aus, ziemlich klobig irgendwie. Und das ist genau das, was ich meine, denn exakt so ist das Original auch. Also es gibt quasi eine Bezeichnung im Französischen, hatte die Staatsbahn Angst, dass diese archaischen Drehgestelle hier auf den Gebirgsstrecken die Schienen viel zu sehr abnutzen würden. Das tun sie nicht, weil beim Original hier ja diese Mittelachse verschiebbar ist. Aber die sind im Original wirklich auch so klobig, wie sie jetzt hier im Modell rüberkommen. Und das finde ich eben sehr, sehr gut getroffen. Sehr schön finde ich auch diese getrennte Leiter hier. Und da könnte man jetzt denken, das ist dem Modell geschuldet quasi, weil man hier ja enge Radien fährt. Tatsächlich ist das beim Original aber auch so, denn selbst da sind diese Drehgestelle so groß, dass sie exakt das Problem haben, dass eine feste Leiter hier eben gar nicht stehen könnte. Die finde ich also richtig gut. Die 3D-Tiefe von diesem Lüftergitter ist aus meiner Sicht jetzt wirklich mittelmäßig. Die könnte noch besser sein. Die 3D-Struktur der Lokomotive selber hingegen ist wieder sehr, sehr positiv und sehr schön, finde ich. Und wenn ihr euch jetzt hier unten den 6400 Liter Tank, wie es ja draufsteht sogar, anschaut und die weitere Detaillierung auch mit den Leitungen hier, einfach nochmal so als Hinweis, das fällt einem ja vielleicht sonst gar nicht so auf. Seht ihr diese Leitungsbündel, die hier so lang laufen an der Lok? Wie die dargestellt sind? Finde ich eine super Sache. Auch wie die jetzt hier in dem Bereich zum Beispiel dann in die Lok reingehen und so. Das ist schon richtig cool gemacht, weil das auch beim Original ja so ist. Und dann haben wir hier das zweite Drehgestell, wo es wieder eigentlich weitergeht wie beim ersten. Hier auch sehr positiv, so sieht die Leiter auch im Original aus. Die Class 77 hat ja 3 Türen, weil eben durch die Veränderung in der Abgastechnik hier in dem Bereich kein durchgängiger Gang mehr ist. Und hier ist dann aus meiner Sicht auch schon eins der Highlights wieder. Und zwar dieses extra angesetzte Lüftungsteil oder Lüftungsschlitzteil mit einer richtig schönen 3D-Struktur. Also richtig, richtig schön tiefgehende 3D-Struktur. Und das ist richtig, richtig gut geworden hier oben. Und daneben liegt eigentlich schon einer der maximal schlimmsten oder einer der größten Schwachpunkte aus meiner Sicht bei der Lok. Und zwar die Detaillierung dieser Serviceklappen hier, weil das ist wirklich so 70er Jahre Niveau, würde ich mal sagen, ungefähr. Oder Start-up-Niveau hier oben. Wie die jetzt hier detailliert sind, diese Serviceklappen. Das ist schon im Verhältnis zu dem, wo man zeigt, das kann man machen, das haben wir hier gemacht. Das ist schon ein bisschen traurig, das direkt so nebeneinander zu setzen tatsächlich. Es gibt aber ein cooles Feature, was hier sehr, sehr gut eingepasst ist, was einem eigentlich gar nicht auffällt. Das sehen wir ja, wenn wir ein bisschen mal reinschauen in die Lokomotive. Und dann haben wir hier auf der Seite eben auch optisch
eigentlich absolut okay, weil es im Original so ähnlich aussieht. Eben den Auspuff. Das Loch für den Diesel- bzw. Dampfgenerator hier ist natürlich brutal groß. Also das sieht schon so, ja, recht brachial aus. Aber es ist beim Original auch so in der Art. Also da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht gemacht ist. Genau, und das war es eigentlich schon, was man hier so an Details bei der Lokomotive sehen kann. Was ihr auch noch sehen könnt, ist hier der Fahrstand 2 ist bedeutend kürzer als der Fahrstand 1. Das ist auch sehr, sehr schön im Original nachempfunden. Und hier nochmal der Blick unter die Lokomotive. An jedem Drehgestell sind 2 Haftreifen, jeweils gegenüberliegend. Hier auch auf der innersten Achse. Ich glaube, das ist auch die Achse, die am meisten Zugkraft quasi übertragen kann. Ja, also so viel zu den Details der Lokomotive. Ein Hinweis noch technischer Natur, das seht ihr hier hinten und das ist aus meiner Sicht schon eine kleine Besonderheit. Und zwar ist das Drehgestell unabhängig von den Kupplungen, wie ihr hier seht. Also wir können die Kupplung quasi unabhängig vom Drehgestell bewegen. Bis zu einem bestimmten Grad. Also jetzt ist natürlich hier, wenn man das so gegeneinander gegenläufig macht, das ist schon extrem. Also das hat man auf der Anlage selbst mit R1 natürlich nicht. Aber wie ihr seht, das sorgt auch dafür, dass wir eben hier mit der Lokomotive relativ problemlos R1 befahren können, weil die Drehgestelle einen sehr großen Schwenkradius hier tatsächlich haben. Und das hätte man nicht realisieren können, wenn die Kupplung hier direkt am Drehgestell noch hängen würde. Von der Detaillierung her, sage ich mal 8 von 10 Punkten. Es gibt 2 Punkte, die mir persönlich fehlen. Das eine ist hier oben drauf. Ich habe es ja jetzt ein paar Mal gesagt. Diese Klappen, die sind mir einfach zu einfach gestaltet. Das nächste ist dann, neben der wirklich hervorragend detaillierten Lokfront, ist der Fahrstand auf beiden Seiten ein kleiner Abfall. Also den könnte man wirklich noch deutlich besser machen. Da gibt es Luft nach oben. Und mir ist immer noch hier dieses Gitter, wo eigentlich die Hörner hinter sein müssten, so ein bisschen ein Dorn im Auge. Aber wenn man die Punkte mal rausrechnet, 8 von 10 Punkten, ist schon... Da geht nicht mehr viel mehr. Und vor allen Dingen trifft es das Original wirklich richtig, richtig gut. Ich würde jetzt mit euch gerne noch mal reinschauen, denn diese Lokomotive hat eine ganz, ganz coole Funktion. Die zeige ich euch jetzt einmal. Kommen wir mal zum Thema Innenraum bzw. Technik der Class 77. Und der erste Schritt ist ja immer, wie öffne ich die Lokomotive? Das ist hier wirklich richtig, richtig einfach. Und zwar verfügt diese Lokomotive über eine Serviceklappe aus Metall. Die ist festgehalten, wie ihr sehen könnt, hier mit 2 Magneten. Das hält auch richtig, richtig gut. Und das Prinzip wird auch ohne die Magneten, selbst wenn man die jetzt rausbauen würde, wahrscheinlich die nächsten 50 Jahre perfekt funktionieren. Also ist fast noch besser als die Variante mit Schrauben, denn hier kann man ja wirklich gar nichts irgendwie kaputt machen. Und das legen wir jetzt einfach mal zur Seite. Und schauen dann schon rein, was uns an Technik hier in der Lokomotive erwartet. Tatsächlich ist das auch fast alles, was man hier an Wartung irgendwie machen muss oder machen kann. Sehr schön ist, man kann natürlich hier jetzt weiter die Lokomotive öffnen. Das heißt, also man kann hier 1, 2, 3, 4 Schrauben öffnen. Dann könnte man also hier quasi dieses rote Cover bzw. also den ganzen Lokkörper abnehmen wahrscheinlich. Aber das brauchen wir, denke ich, gar nicht. Man sieht hier den Decoder mit der 21-poligen Schnittstelle. Standarddecoder relativ normal von den Platzverhältnissen her. Also ein wirklich großer Decoder würde hier nicht reingehen. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, dass man das dann darüber relativ einfach tauschen kann. Und direkt dahinter seht ihr dann schon den Motor. Also hier auch ein relativ großes Modell. Und dann, das ist, denke ich, der Hauptgrund für diese Serviceklappe, ist das hier tatsächlich unser Dampfgenerator. Der ist nochmal getrennt hier eingesetzt. Man kann ihn direkt, wenn man möchte, öffnen auch. Der hat also hier 4 Schrauben, mit denen er sich öffnen lassen würde.
Er ist angeschlossen über einen Stecker, einen Industriestandardstecker. Und tatsächlich ist das Ganze hier auch darunter beschriftet. Also das kann man wahrscheinlich jetzt nur so ein bisschen sehen. Wir haben hier eine Beschriftung unter den verschiedenen Anschlüssen, was dafür sorgt, dass wir natürlich auch genau wissen, welche Kabel das sind, wo die herkommen. Und was ihr hier auch noch sehen könnt, es handelt sich ja um einen dynamischen Dampfausstoß. Und da ist hier deswegen ein kleiner Motor verbaut, der eben auch die Geschwindigkeit des Ausstoßes regelt. Und mehr kann man jetzt an der Stelle hier noch gar nicht sehen oder braucht man wahrscheinlich auch gar nicht sehen. Man soll auch gar nicht tiefer jetzt wirklich in die Lokomotive rein, zumindest im Standard. Aber wie ihr seht, das ist schon alles wirklich eng aufgebaut. Also da ist inzwischen in so einer Lokomotive kaum noch Platz, irgendwas zu ergänzen. Also wir haben jetzt hier so ein ganz bisschen Luftraum quasi im hinteren Bereich des Fahrstandes. Und das haben wir wahrscheinlich auf der anderen Seite hier auch so ein bisschen. Da sprechen wir aber noch nicht mal von einem Quadratzentimeter. Sagen wir mal so an Raum oder in so Kubikzentimeter schon mal gar nicht. Oder vielleicht einer, wenn es hochkommt, aber nicht gerade. Und auf der anderen Seite kann ich das gar nicht beurteilen. Also diese Lokomotive zeigt wirklich, dass mit einem dynamischen Dampfausstoß bei einer Diesellokomotive entsprechend dem Motor, der auf beide Achsen wirkt, mit den Kardanwellen und sowas, mit Schwungmassen, zumindest mit den heutigen Technologien eine gewisse Grenze erreicht ist, was man einfach verbauen kann. Dass einfach gar nicht so viel mehr hier reingeht in diesen Lokkörper. Ja, also das war ein relativ kurzer, leichter Blick jetzt hier in die Technik rein. Viel mehr kann man da nicht sehen. Auf der Unterseite, es gibt einen Schleifer. Man könnte jetzt theoretisch hier unten natürlich auch nochmal aufschrauben, aber auch da würden wir nicht viel sehen. Also vom Gedanken her mit so einer Serviceklappe ist das natürlich schon super, weil man da relativ einfach eben an die Dinge ran kann, an die man auch ran soll. Aber mehr soll man eben nicht machen. Und das ist ein Konzept, da müssen sich, denke ich, viele erst mit anfreunden. Mir liegt das auch nicht immer so. Ich mag das eigentlich auch ganz gerne, wenn ich so eine Lok hier wirklich von A bis Z auseinanderschraube und eigentlich jedes Teil irgendwie selber quasi im Service haben kann. Das geht hier auch, aber es ist eben nicht so gedacht, sondern es ist so gedacht, dass man hier tatsächlich einfach nur diese Serviceklappe öffnet und dann die Lokomotive entsprechend eigentlich ihren Dienst tut, ohne dass man da weiter irgendwas machen muss. Also ich denke, das hier ist tatsächlich primär dafür da, dass man sich hier um den Rauchgenerator kümmern kann und vielleicht irgendwann, wenn die Zukunft es notwendig macht, einen neuen Decoder hier ansetzt, was natürlich auch wirklich schlau gedacht ist. Jetzt habt ihr die Technik gesehen. Zumindest das, was man sehen kann, wenn man diese Serviceklappe öffnet. Und ich bin da immer noch begeistert von, dass man auf die Idee gekommen ist, hier eine Lokomotive mit einer Serviceklappe zu bauen. Ich vermute, dass das primär daran liegt, dass man hier an den Rauchgenerator rankommen möchte. Denn man kann den hier mit 4 Schrauben öffnen, man kann dann den Stecker lösen, könnte eben das gesamte Betriebselement dann herausnehmen und durch ein anderes ersetzen. Ob man dafür jetzt so eine Serviceklappe braucht oder nicht, weiß ich nicht, aber ich finde es cool, dass es sie gibt. Die Funktion des Rauchgenerators zeige ich euch gerne auch nochmal in einem separaten Video. Das ist nicht der klassische Säute-, Rauch- oder Dampfgenerator. Und wie der funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. Da sind wir wieder zum Fahrtest für unsere Class 77. Da steht sie bereit. Es geht wie immer hier eine Runde um den inneren Kreis der Anlage mit Vollgas. Machen wir erstmal komplett ohne Funktion, also wirklich nur mit dem Licht. Gesteuert wird das Ganze wieder über die Central Station 3 App auf meinem iPad. Hier haben wir die Lokomotive angelegt über MFX, wie sie automatisch mitgeliefert wird, mit ihrer großen Menge an Funktionen, die wir uns etwas später anschauen werden. Und ich gebe jetzt einfach mal Vollgas und wir gucken, was passiert.
So, jetzt habt ihr es gesehen. Also tatsächlich, wir fahren sie mal wieder zurück zu uns hier. Beschleunigung und auch Endgeschwindigkeit sind einer schweren Diesellokomotive hier durchaus angemessen. Also es wirkt überhaupt nicht übertrieben. Tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass die Lokomotive eher ein bisschen schneller sogar noch fährt. Also es ist überraschend gut und ja, quasi schon Märklin-Standard. Und man erwartet es ja auch von einer Märklin-Lokomotive auf Märklin-Gleisen. Ein ja, perfektes Fahrverhalten hier, überhaupt keine Geräusche, die die Lokomotive jetzt gemacht hat, außer den mechanischen Geräuschen auf dem Gleis quasi. Also ich habe nichts vom Motor gehört oder so. Das Anfahren lief super sauber ab. Wir können ja mal so ein ganz bisschen hier auch langsam fahren bzw. rangieren. Das ist Fahrstufe 1 in die eine Richtung. Und in die andere Richtung. Also sehr sauber. Ich glaube, die kann man noch ein bisschen langsamer einstellen. Das ist im Standard hier bei Märklin ja immer relativ hoch, die V-Min. Das geht noch ein bisschen weniger. Aber also Fahreigenschaften hier wirklich 1A. Auch wenn man bedenkt, dass es eine sehr, sehr große Lokomotive ist und wir hier quasi kleine R1-Kurven fahren. Da diese Lokomotive so saumäßig viele Funktionen hat, machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal mit Licht, Rauchgenerator und Sound. Und da der Rauchausstoß hier dynamisch ist, achtet jetzt mal auf die Menge im Stand im Vergleich zu dem, wenn ich jetzt Gas gebe. Schauen wir uns gemeinsam die Funktion der Class 77 an und die bringt ganze 28 Stück mit. Beziehungsweise 29, wenn man das Spitzensignal zählt. Das ist nämlich das erste. So sieht das aus. Passt tatsächlich zu einer modernen Lokomotive, sowohl von der Farbe her als auch von der Intensität. Da bin ich absolut dabei. Moderne Lokomotive braucht eben entsprechend modernes Licht. Das nächste ist dann die F1, der Rauchgenerator. Und da wird jetzt erstmal überhaupt nichts passieren, denn der Rauchgenerator braucht zum Funktionieren das Betriebsgeräusch, die F2. Aber wir füllen jetzt trotzdem schon mal ein bisschen Dampfdestillat hier ein. Ich habe dafür hier einfach mal eine Spritze, da kann man das ganz gut dosieren. Jetzt haben wir ein bisschen Dampfdestillat da drin. Wichtig ist, ihr könnt hier tatsächlich bis zu 0,5 Milliliter einfüllen. Das ist ein bisschen mehr als bei den normalen Rauchgeneratoren.
Wir machen jetzt mal das Betriebsgeräusch F2 an. Also, die Lokomotive ist recht laut in der Standardeinstellung, wie ihr hören könnt. Und jetzt schalten wir mal den Rauchgenerator dazu. Und da seht ihr, das ist so ein ganz bisschen, was da rauskommt. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Ich glaube, das ist für alle angenehmer. Ihr habt es gesehen, also der Rauch, das kann eine ganze Menge werden. Machen wir mal F3, das Signalhorn hoch. So klingt das. Und dann habe ich F4 und F5, die kann ich euch hier kaum zeigen. Und zwar ist das einmal F4, dass die Brems- und Beschleunigungsverzögerung abgeschaltet wird. Und F5, dass das Bremsen, Quietschen eben auch abgeschaltet wird. So, F6 wiederum ist jetzt auch eine Technikfunktion. Und zwar bezieht die sich auf den Führerstand 2. Das ist in unserem Fall der hier. Dort kann ich das Spitzensignal abschalten. Und dann haben wir F7, das ist das Kurzhorn tief. So klingt das, also kurzer, tiefer Hornton. Und dann habe ich das Spitzensignal Führerstand 1 aus auf der F8. Das ist also unseres. Damit kann ich hier das Licht ausschalten, sollte sich da zum Beispiel ein Zug befinden. So geht es wieder an. F8, damit kann ich es eben abschalten. Mit der F9 kann ich dann den Führerstand wiederum beleuchten. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, da haben wir also die innere Beleuchtung dann an. Und jetzt hat man endlich auch einen Blick, wie der Führerstand hier detailliert ist in dem Modell. Dafür gebe ich jetzt mal 5 von 10 Punkten, weil er da ist, weil er eine schöne Beleuchtung hat. Leider geht er halt 0 in die Tiefe, besteht einfach nur aus einem gegossenen Formteil. Das ist schon so ein ganz bisschen schwach. So, jetzt haben wir als nächstes den Lüftergeräusch F10. Dann eine Funktion, die ich selber sehr gerne mag, und zwar Fahrpultbeleuchtung F11. Damit wird tatsächlich nur eine quasi kleine Beleuchtung im Führerstand für nachts eingeschaltet. Dann F12, den Kompressor.
F13, Rangierlicht, Sonderzeichen Niederlande. Da seht ihr es, also wenn ich das einschalte, haben wir nur das eine Spitzensignal oben. Ich glaube, für jeden aus den Niederlanden ist das extrem spannend. Und auf der F14 haben wir dann das Ganze für Belgien, Rangierlicht, Sonderzeichen Belgien. Machen wir die F14 an. Da seht ihr, das sind quasi nur die beiden Lampen unten. Auf der F15 heißt es dann Bremsen quietschen an. Damit kann ich das also aktivieren. Und dann habe ich auf der F16 das Signalhorn tief nochmal. Und auf der F17 das Kurzhorn hoch. Die logische Verteilung der verschiedenen Funktionen ist hier halt gar nicht gegeben, muss man tatsächlich sagen. Das ist eine ganz interessante Kombination. Dann haben wir auf der F18 den Rangiergang, der also unsere Geschwindigkeiten reduziert. Und jetzt haben wir auf der F19 das Warnsignal für die Niederlande. Und das sind also die beiden roten Lampen unten, die hier noch dazu angegangen sind, wie ihr jetzt sehen könnt. Und wir haben auf der F20 das Warnsignal Nothalt in Belgien. So sieht das Ganze aus. Und lässt sich, wie ihr seht, auch ziemlich cool kombinieren. Machen wir mal weiter. Das nächste ist Druckluft ablassen auf der F21. Kurz und knackig. Dann gibt es Sanden auf der F22. Auf der F23 das Kuppelgeräusch. Das ist das Ankuppeln gewesen. Dann haben wir dazwischen auf der F24 das Diesel-Nachfüllen. Auf der F25 wiederum das Abkuppeln. Auf der 26 das Signal SIFA. Auf der F27 das Indusi-Zugbeeinflussungssignal. Und auf der F28 abschließend das Geräusch Führerstandstüre auf und zu. Jetzt haben wir es gesehen. Also, Funktionen der Lokomotive, Fahreigenschaften. Fahreigenschaften aus meiner Sicht hervorragend, ist aber bei einer Märklin-Lokomotive irgendwie auch meine Erwartungshaltung. Das ist so meine persönliche Einschränkung bei diesen Lokomotiv-Reviews, dass ich jetzt bei einer Märklin-Lokomotive eigentlich davon ausgehe, dass sie perfekt fährt. Das tue ich bei den anderen Lokomotiven von anderen Herstellern nicht irgendwie zwangsmäßig, aber beim Märklin ist das so bei mir im Kopf drin, dass ich einfach sage, die muss technisch wirklich sauber laufen. Tut das Modell hier wirklich sahnemäßig. Und auch für eine so lange, so schwere Lokomotive wirklich absolut problemlos. Auch in R1-Kurven mit großen Zügen dran bin ich sehr beeindruckt von den Fahreigenschaften. Der Sound ist in erster Linie laut. Also ab Werk ist es pervers laut. Das geht eigentlich gar nicht. Das muss man massiv runterregeln. Ich zeige euch das ja immer quasi in der Werkseinstellung, einfach, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Da finde ich den Preispunkt angemessen, wenn man jetzt ein bisschen Sound quasi, muss man darauf verzichten. Dafür hat man diese mechanische, absolute Zuverlässigkeit aus meiner Sicht und eine immense Zugkraft. Also das ist wirklich krass. Der ein oder andere kennt vielleicht den Kanal auch von dem Michael Schulz. Der hat ja seine Schulzinger Steige oder wie die heißt. Das ist im Endeffekt, für die es nicht kennen, eine sehr oder vergleichsweise starke Steigung im Modellbahnbereich
Und da lässt er Lokomotiven gerne einen sehr, sehr langen, sehr, sehr schweren Panzerzug hochziehen oder es zumindest probieren. Da sind auch Lokomotiven schon wortwörtlich in Flammen aufgegangen. Diese Lokomotive hat es nach meiner Meinung bzw. meinem Wissen bravourös geschafft. Also die hat richtig, richtig Power. 4 Haftreifen, 640 Gramm Gewicht, das sagt eigentlich schon alles. Damit könnt ihr quasi eigentlich alles wegziehen, was ihr irgendwie so auf die Gleise stellt. Das ist schon richtig beeindruckend. Von der Detaillierung her in Kombination mit den Funktionen könnte man jetzt fast sagen, das ist quasi hier so die rollende Disco. Also wir haben hier diese Dampfmaschine. Aus meiner Sicht, kommen wir gleich mal detailliert zu. Plus diese lustigen Lichtfunktionen, die natürlich sehr cool sind, wenn ich in den Niederlanden oder in Belgien quasi meine Anlage habe oder dort wohne, habe ich jetzt endlich mal Märklin-Lokomotiven, die auch diese Signale mitbringen. Das finde ich super. Und ich finde es ja ganz lustig, wenn die Lokomotive hier so blinkt und gleichzeitig eben hier so die Disco-Dampfmaschine angeworfen hat. Aus meiner Sicht jetzt kein Kritikpunkt, weil ich die Funktion eigentlich ganz cool finde, aber aus meiner Sicht ist sie auch unnötig. Also ich brauche sie nicht. Das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Ich glaube, dass die Lokomotive auch ohne diesen Rauch- oder Dampfgenerator genauso gut wäre. Ich habe es jetzt mal für euch ausprobiert. Ist ganz lustig, wenn man dann irgendwie durch die Gegend fährt dann mit einer Runde und danach ist ja, der Witz irgendwie auch weg, weil eine Dampflokomotive, ja, die braucht das. Da ist das essentieller Teil der Fortbewegung, dass Dampf aus dem Kamin kommt vorne. Sonst funktioniert das nicht. Deswegen sagt man, wenn das mit einem Rauchgenerator so der Fall ist, sagt man, ja, das ist ja vorbildgerecht. Wenn bei einer Diesellokomotive in großen Mengen weißer Dampf aus dem Auspuff kommt, dann deutet das eigentlich eher auf ein Problem hin, als auf eine gut funktionierende Diesellokomotive. Also ich glaube, das heißt eigentlich eher, dass da Kühlwasser oder Wasser irgendwie am Zylinderkopf mit in die Verbrennung gerät, glaube ich mal. Jetzt, ich bin kein Motorenexperte, aber eigentlich dürfte weißer Dampf oder weißer Rauch, der aus dem Motor und aus dem Auspuff kommt, kein gutes Zeichen sein. Insofern, solange man eben keine schwarzen Rauch hier rauskommen lassen kann aus so einer Diesellokomotive, ist das aus meiner Sicht jetzt auch eher witzlos, die Funktion. Technisch ist es ganz cool gelöst, eben mit einem dynamischen Rauchausstoß. Insofern, es bleibt natürlich immer noch in gewisser Weise ein Premium-Produkt und man muss sich überlegen, will ich jetzt knapp 400 € dafür ausgeben. Wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, solltet ihr die Lokomotive eher jetzt kaufen als später, denn ihr merkt, dass jetzt momentan gerade alles teurer wird und manches auch gar nicht mehr verfügbar ist, da eben zum Beispiel Kabel fehlen oder andere Sachen. Ob das einen Impact hat mittelfristig auf die Modelleisenbahn, weiß ich nicht. Aber was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist, dass durch diese Inflation die Preise eben noch höher gehen und dass ihr dann für diese Lokomotive keine 400 mehr bezahlt, sondern für die quasi nächste Variante mit einer etwas anderen Farbgebung dann vielleicht 450 auf den Tisch legen müsst und technisch eigentlich nicht mehr bekommt. Also wenn ihr Bock auf so eine Lok habt, wenn euch das Design von der Farbe her gefällt, dann schlagt wahrscheinlich besser jetzt zu als später. Oder wartet, ob ihr sie irgendwo cool gebraucht bekommt. So viel für heute mal von mir zu diesem Modell, was mir doch wirklich gut gefällt. Auch wenn es so ein paar kleine Kritikpunkte gibt, wie immer, aber nichts Weltbewegendes aus meiner Sicht, ist ein tolles Modell. Kann man mit gutem Gewissen, denke ich, kaufen. So zumindest jetzt mal mein Eindruck hier. Ich habe die Lokomotive jetzt etwa 1,5 Monate Probe gefahren, also insofern eine gewisse Erfahrung ist jetzt schon mit reingeflossen. Sagt natürlich nichts darüber aus, was jetzt die gesamte Baureihe angeht, ja, muss man ganz klar sagen. Also in diesem Zusammenhang für heute mit euch hat die Lokomotive jetzt nichts mehr zu tun. Die hat jetzt wieder was mit meinen Gleisen zu tun. Die muss nämlich jetzt hier noch so ein paar Güterzüge durch die Gegend ziehen. Und euch wünsche ich erstmal einen schönen Nachmittag, Abend, Morgen, was auch immer, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich und bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Ciao.